John, ein 75-jähriger Veteran, saß an einem Tisch in einem kleinen Café an der Straßenecke. Er wartete ungeduldig auf seinen Sohn, den er schon lange nicht mehr gesehen hatte. Die Zeit verging, und John, in seine Gedanken vertieft, erinnerte sich unwillkürlich an seine jungen Jahre, an den Militärdienst und an die Freunde, die auf dem Schlachtfeld geblieben waren. Diese Erinnerungen waren immer bei ihm, und jedes Mal, wenn er in dieses Café kam, kamen sie mit neuer Kraft zurück. Er schaute aus dem Fenster und beobachtete die Passanten, in der Hoffnung, dass das Treffen mit seinem Sohn ihm Freude und Wärme bringen würde. John konnte den Moment kaum erwarten, in dem er sehen würde, wie sein Sohn, der vor seinen Augen aufgewachsen war, mit einem Lächeln im Gesicht ins Café kam. Er wusste, dass sie viele Themen zu besprechen hatten, und diese Erwartung gab ihm Kraft. Die Zeit verging, und John, in seine Gedanken vertieft, bemerkte nicht, wie zwei Polizisten, Officer Michael und Officer David, ins Café kamen. Von den ersten Minuten ihrer Anwesenheit hing eine Spannung in der Luft. Michael, der John bemerkte, kam mit herausforderndem Blick zu ihm. »Was machst du hier, Alter?« fragte er grob und verschränkte die Arme vor der Brust. John hob den Blick und antwortete, ohne die Fassung zu verlieren. »Ich warte auf meinen Sohn.« »Zeig deinen Ausweis«, forderte Michael, seine Stimme klang bedrohlich. John, der keinen Konflikt heraufbeschwören wollte, holte seinen Veteranenausweis hervor und reichte ihn ihm. Doch Michael gab ihn spöttisch zurück. »Veteran? So jemand wie du kann keinen Ausweis haben«, fügte David mit einem Schmunzeln hinzu. John spürte, wie sein Herz schneller schlug, aber er blieb ruhig. »Ich mache keine Probleme, ich warte einfach auf meinen Sohn«, wiederholte er. Michael, der nicht hören wollte, drohte John, dass sie ihn gewaltsam aus dem Café bringen würden, wenn er nicht von selbst ging. John, trotz des Drucks, blieb an seinem Platz, seine Hoffnung auf das baldige Erscheinen seines Sohnes erlosch nicht. Die Situation spitzte sich zu. Michael forderte John erneut auf, zu gehen, aber dieser schüttelte nur den Kopf. Plötzlich schob Michael Johns Stuhl, sodass er aufstehen musste. David, nicht nachgebend, riss John den Hut vom Kopf und warf ihn auf den Boden. John biss die Zähne zusammen, als Michael ihn am Handgelenk packte und es hinter seinem Rücken verdrehte. Der Schmerz durchzuckte seinen Körper, aber er gab keinen Laut von sich und hielt sich mit aller Kraft zurück. Michael und David, lachend, drohten mit Festnahme, aber John, seinen Zorn zügelnd, deutete auf die Karte auf dem Tisch. Es war der Ausweis des Polizeikommissars, Robert Smith, seines Sohnes. In diesem Moment hielten Michael und David inne und erkannten, dass sie einen schweren Fehler gemacht hatten. Ihre Gesichter wurden blass vor Schock, und sie begannen sich zu entschuldigen, aber John blieb ruhig und wollte sich nicht provozieren lassen. In diesem Moment betrat Kommissar Robert Smith das Café. Als er seinen Vater in Handschellen sah, blieb er abrupt stehen, sein Gesicht verzerrt vor Wut. »Was machen Sie mit meinem Vater?« fragte er streng, seine Stimme klang wie ein Donnerschlag. Die Polizisten versuchten sich zu rechtfertigen, aber Robert, mit Verachtung auf sie blickend, betonte: »Jeder verdient Respekt, unabhängig vom Alter oder Status.« Michael und David, die die Ernsthaftigkeit ihres Handelns erkannten, verließen das Café voller Scham und Reue. John konnte endlich entspannen, als sein Sohn zu ihm kam und ihn umarmte. »Es tut mir leid, dass es so gekommen ist, Papa«, sagte Robert, und in diesem Moment verstand John, dass trotz Hass und Vorurteile Liebe und Respekt immer einen Weg zur Versöhnung finden würden. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.